Und weiter geht's mit Stardew Valley, nachvertont von Nachvertonungsbob. Folge 2 von 3. Viel Spaß. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit Nachvertonungsbob. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42, spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und mein Name ist Nachvertonungsbob. Und Butch und Penny begrüßen ein Baby. Mädchen in der Familie. Ach ja. Ja, geil. Sagt Hallo zu Juanita. Sie schläft. Sie, el Baby. Juanita, sie, Baby. Ja, Butch hat Nachwuchs bekommen. Ach, schön. Voll geil. Ja, sie, Baby. Ja. Wir haben ein kleines Kind. Und es schläft. Cool. Ich bin Onkel Bob. Voll gut. Ja, Mann. Ja, komm vorbei. Ich zeig dir die kleine Juanita. Okay. Anscheinend komme ich mal vorbei. Aber Kann ich das vorher eigentlich verschieben? gehe ich ins Lager. Kann das Bett nicht verschieben. Weil ich muss ja irgendein Babygeschenk Das ist eigentlich der mitbringen. dämliche Stuhl hier. Ja, irgendwann mal da. Ja, das Bild soll doch lieber über dem Ding sein. Dass das Bild drauffallen kann auf So. das Kind, genau. Hier. Was Ich macht mal ein bisschen ihr? aufräumen, ey. Onkel Bob ist da. Hallo, Onkel Bob. ist Begrüße da. Juanita. Hallo Juanita. Ich meine, hola Juanita. ¿Cómo estás? Erstmal die Emojis Erstmal ausprobieren. Yay, ich Er macht singe den Geräusche. Lied. So. Ich gehe raus. Ja, cool. Hat der Butch, achso, ich schenke Penny erstmal hier noch was Mach das. zur Mutterschaft. Wie nennt man das denn? So, keine Ahnung. Das könntest du auch mal machen. Was? Ich meine, ihr kennt euch jetzt schon. Stimmt, ich könnte mich mal mit Penny anfreunden. Echt? Ist ja quasi, Ich glaube, ich habe sogar mehr bei Abigail. das ist quasi meine Oder? Schwägerin. Ja, mehr oder weniger, weil... Obwohl, ich überlege gerade. Mit Abigail habe ich 2 Herzen. Ja, Naja, auch nicht viel besser. Eigentlich ganz schön traurig. ich überlege gerade, wenn Butch und ich denselben Opa hier haben im Spiel, Stimmt. Ach stimmt, das ist auch eine gute Begründung. dann könnten wir natürlich Brüder sein. Oder wir sind Cousins. Das ist halt die gute Frage. Keine Ahnung. So. Ach so, hab gerade nicht zugehört. Was gab's denn hier jetzt zu tun? Beziehungsweise hast du einfach so schlecht gesungen. Was? Wie? Ach ja, ich habe hier oben in der Infocard von Blumentopf Horst. Das Lied habe ich ihm vorgerappt, weil da werden ganz viele Namen gedroppt. Weil, Welchen? Ramona. okay, ja, der Song ist eigentlich auch ganz gut. Kann gar nicht erwarten, wie er klingt, wenn er fertig ist. Ramona. On my mind. Ach, schön. Ah, soll ich etwas nicht Schönes sagen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Erzähl mal, was nicht Schönes. Hast du den Spiegel geguckt oder was? Nachrichten Achso. über Twitter. Über Tweets. Ach ja. Ich hasse das. Ich erinnere Pass mich. auf, es kommt öfter mal vor. Also ich meine, das hat ja während der Trump-Regentschaft Ja. hat das ja schon, war das ja irgendwo klar, weil der Typ hat damit ja echt so Politik gemacht, ne? Aber es wird ja mittlerweile auch über irgendwelche Randoms wird dann irgendwie gesagt, ja, derjenige oder diejenige hat auch einen Tweet verfasst und dann wird da eine Nachricht rausgemacht. Ja, ist halt super Also lächerlich. die dann irgendwie im Fernsehen kommt und ich denke mir so, ist das euer Ernst? Ist halt einfach keine Twitter? Nachrichten Wegen dem wert. dämlichen Tweet, den die beim Scheißen irgendwie auf dem Klo gemacht hat? Das sowas zeigt man nicht in den Nachrichten, ey. Macht mal wieder Vernünftiges, holt mal wieder die Realität ins Leben. Ja, ich denke mir auch so Social Media, ne? Also, Weil ich weiß ja, nee, es ist ja nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, die das irgendwie in die Nachrichten bringen, sondern ganz besonders eben auch, ja, ja, die machen das tatsächlich auch, ja. und das ist auch nicht zu Was denn? verteidigen. Was So, denn? ich meine, es kann ja manchmal passieren, ne? Aber wir haben ja zum Beispiel, Ja, was denn? den Leuten wird dadurch Ja, eine ja, ja. ständige Teilhabe vorgegaukelt. Ah, Dass die Leute irgendwie teilhaben würden am hey, ich habe den Boden umge... Medienprozess.
Neuer Boden. Und das finde ich nicht okay. Neuer Boden. Weil auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wenn die Leute eingeladen werden zum Mitdiskutieren, wie das ja hier zum Beispiel auch der Fall ist, ne? Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben und so weiter. Das ist alles okay. Ja, mach das mal. Aber das heißt nicht, dass ihr irgendwie im Großen, jetzt, ich meine jetzt im Fernsehen zum Beispiel oder was gibt's denn da noch alles so, wenn es jetzt irgendwelche Talksendungen sind, hier, wie heißen die nochmal? Ich glaube, Hart aber fair machen das ja öfter mal, dass dann da irgendwie die Ich habe keine Ahnung. Zuschauerbewertungen oder irgendwelche Kommentare aus dem Netz irgendwie noch mit dazugenommen werden. Oh je. Und dann wird darüber gesprochen, wo ich mir denke, ja, wen interessiert denn, was irgendein Heinz Müller aus Ingolstadt darüber denkt? Ja, das stimmt schon. Also wir haben hier irgendwie Experten sitzen, die Plan davon haben, mal mehr oder weniger bei Hart aber fair, aber egal. Und lass die doch darüber reden, deswegen sind die doch eingeladen worden. Ja. Gerd Müller ist nicht eingeladen worden, aus gutem Grund. Den kennt keiner, interessiert sich doch keiner für. Ja. So. Aber die Leute haben halt durch Twitter und so weiter, ich benutze die App leider noch. Ich muss da endlich mal mit aufhören. Ist nur für alte Leute, wurde mir gesagt. Also zum Mitlesen benutze ich die meistens. Also wurde mir von kleinen Kindern gesagt. Und ey, Gott sei Dank, wirklich, weil es großer Blödsinn einfach. Und für manche ist es einfach Lebensmittelpunkt, wo die meiste Zeit irgendwie drauf verschwenden. Ey, Twitter ist zum Glück ist voll an mir vorbeigegangen. Twitter funktioniert auch nur innerhalb von Twitter. Also, weil die denken dann wirklich, naja, die Deutsche oder die Leute, die Twitter nutzen in Deutschland, das ist eine recht überschaubare Menge, muss man ehrlich sagen. Okay. Ja. Aber natürlich, wenn du dich den ganzen Tag nur auf Twitter beschäftigst und da natürlich auch Leute von überall her siehst, fängst du an zu glauben, dass das irgendwie die Mehrheit wäre oder eben so eine Wichtigkeit hätte. Aber das hat sie einfach nicht. Ja. Und das ist ganz schön dolle nervig, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem, wenn dann daraus irgendwie noch Nachrichten gemacht werden. Ja, das finde ich auch ein bisschen problematisch. Sorry. Also, ja. Ich glaube, da müssen wir echt mal wieder Social Media auch so ein bisschen überarbeiten und mal wieder überlegen, was wollen wir eigentlich mit Social Media? Ja, keine Nachrichten. Wozu soll das eigentlich noch dienen? Nicht für Nachrichten. Und dann mal wirklich drüber nachdenken, wie wir das in der Zukunft handhaben wollen. Oh, jetzt ist hier eine ganz große Leere. Ich weiß natürlich nicht, worüber ich gesprochen habe. Zum einen, mir wurde mal von einem Kind gesagt, Twitter ist für alte Leute. Dachte mir so, cool, ich hab's nicht, also bin ich ja anscheinend nicht so alt. Ich glaube, ich habe noch über diese Website gesprochen. The Wisdom and Madness of Crowds oder so. Da wurde halt auch sehr, also vielleicht können wir es hier irgendwie verlinken oder so, weiß ich nicht, Butch, mach das mal. Da ging es gerade um dieses, wenn du in so einer Bubble drin bist und dass du dann von Sachen überzeugt bist oder von gewissen Sachen überzeugt bist, dass diese Meinung der Mehrheitsmeinung entspricht oder irgendwie so und wie das zustande kommt und das ist super aufgearbeitet. So. Wann kann Schwarzbarsch gefangen werden? Keine Ahnung. Frühling und Herbst, Stadtfluss und Waldteich. Na siehst du, dann weißt du es doch jetzt. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, deswegen. Oh. Aber Stadtfluss ist gut. Ich habe immer noch die Geoden dabei? Ja, habe ich auch noch. Kann ich jetzt auch mal... ist ja schon wieder zu spät, ey. Ich verpasse das immer, Alter. Was ist los mit mir? Wie kann man das denn eigentlich verpassen? Ziel vor Augen und los. Ja, nee, deswegen Twitter, ach, keine Ahnung. Das Leinen wollte ich haben, ne? Leinen? Hä? Ja, ich hab so Wolle reingemacht zum... Ach so, den Stoff. Dass da Stoff draus wird. Hast du den Stoff benutzt? Ich glaube, ich habe einen benutzt. Okay, ich brauch Stoff. Ja, und Schnaps. Wie immer. Ja, jetzt ist hier nochmal große Leere. Ja, gut. Keine Ahnung. Also dieses Madness and Wisdom of Crowds ist halt echt gut, ist interaktiv, gibt's auch auf Deutsch. Super interessant, erklärt so richtig gut, wie manche Bubbles so überhaupt zustande kommen, wie die sich überhaupt halten können. Ich glaube, die kannst du doch gar nicht nutzen, oder? Was kann ich nicht nutzen?
Ach, keine Ahnung. Was weiß der schon, was ich nutzen kann? Ja, macht das mal, wenn ihr dafür Zeit habt. Das ist eine gute Frage. Wir müssen auf jeden Fall viel Iridium. Ja. Wir brauchen viel Iridium. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, stimmt. Wir müssen unsere Werkzeuge endlich mal verbessern. So, kriege ich jetzt hier mal den Schwarzbarsch? Das ist ein Schwarzbarsch. Für wen ist denn der eigentlich? Den hättest du auch auf dem Hof angehen können, fällt mir gerade mal so ein. Sandy. Wer zur Hölle ist Sandy? Sandy wohnt in der Wüste. Die? Sandy. Da muss ich da morgen hin. Ja, dann musst du Ja. da wohl morgen mal hin. Und dann auch gleich in die Schädelmine. Und schön, Ja, das könnte ich auch machen. ja, schön Iridium farmen. Ja, ansonsten, ihr hört schon, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ist hier noch irgendwas, das ich irgendjemandem geben kann? Nee. Nö. Ah, egal. Deswegen Entschuldigung für die ganzen Huster Könnte ich jetzt eigentlich noch. Mache ich aber nicht mehr. und für die ganzen Räusperer, obwohl man sich nicht räuspern Angeln. soll. Ja. Das ist eigentlich überhaupt Mach nicht ich gut. auch. Also irgendwo anders. Nicht da, wo ich gerade war. Aber was soll ich machen? Ist noch dabei, was ich... Ach ja. Mann, was redet der denn die ganze Zeit? Ja, den packe ich den aber hier rein, nicht, dass ich den aus Versehen Ach, egal. aus Versehen verkaufe. Das wäre nämlich echt doof. Ja, ein bisschen. So. Hier gehe ich jetzt angeln. Ja, ich bin müde. Ich bin noch krank. Ich habe noch Husten. Ach stimmt, ich habe noch eins. Ich habe noch Schluckbeschwerden und alles. Deswegen klinge ich wahrscheinlich auch machen wir einfach jetzt mit Twitter fertig. ganz furchtbar. Achso, anscheinend haben wir Twitter abgeschlossen. Genau. Nehmt mal ein bisschen Abstand. Ich habe zum Beispiel meinen privaten Instagram-Account gelöscht. What? Krass. Also gelöscht. Bin zu alt für den Kram. Weil ich habe Instagram eigentlich immer total toll gefunden. Okay. Weil da waren halt nur Bilder von den Kanälen, die ich mochte. Mhm. Ja, die ich mir aussuchen konnte. Und dann haben die irgendwie Bilder hochgeladen. Und die konnte man sich angucken und musste keine dämlichen Texte wie auf Facebook dazu lesen und so weiter, sondern ging es halt nur um die Bilder. Weil Lesen so So, anstrengend ist. Und das ist alles ganz schön. Mhm. Das Problem ist, es wird ja halt nicht nur angezeigt mittlerweile, was du selber magst, sondern werden da irgendwelche Sachen empfohlen. Dann ist da jeder zweite Post ist irgendwie Werbung. Ja, ist wie bei Facebook. Es ist nicht mehr schön. Ja, mich nervt das Es ist tatsächlich nicht mehr auch schön. ganz Und doll. das, was ich mochte daran, ist halt immer weniger geworden. Hat halt immer einen geringeren Teil von Instagram eingenommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, nee, privat brauche ich das nicht mehr. Ich habe jetzt noch meinen Butch-Account, Silent Butch. wo ich halt immer noch die Videos poste von uns, ne, wenn wir ein neues hochgeladen haben. Deswegen folgt mir auf Instagram. Haha. Ja, folgt mir auch auf Instagram. Ähm. www.bob hat kein Instagram.de. Der Kanal heißt nicht ButchBob42. Ja, na toll. Warum nicht? La 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 la. Stimmt, unser Instagram-Account. Naja, auf jeden Fall Auf jeden Fall war's. hat mir das keinen Spaß mehr gemacht. Also Ja, das glaube ich. tut es mir gerne gleich so. Social Detox. Benutzt Nee. den Hashtag, wenn ihr euren Account löscht. Wir machen das Butch gleich. Ja, nee, aber dasselbe beobachte ich halt bei Facebook genauso. Dass du halt. Das ist halt so. Früher war es irgendwie doch geiler. Na, wir auch. Ja, wir auch. Wir haben auch einen ButchBob42-Kanal, ne? Ja, stimmt, auf Facebook. Nee, da war es irgendwie cooler, als es noch nicht so diese Chronik gab, sondern da hieß es, glaube ich, noch Pinnwand. Ja. Oh, das war schön. Und ja, siehst du. Und da war alles noch so Ja. vernünftig chronologisch geordnet. Und mittlerweile ist es ja so, dass Facebook sagt oder dir die Posts zuerst anzeigt, von dem Facebook denkt, dass sie für dich am relevantesten sind. Und da sehe ich halt das ganz große Problem, Ja. weil ich denke mir so, ihr wisst nicht, was für mich relevant ist. Ich will, wenn dann, eine komplette Übersicht. Ich will das chronologisch geordnet Ja. haben, ansonsten geht irgendwas unter. Der Algorithmus funktioniert nicht. Ja, genau. Und ich will das chronologisch haben, ich will halt, also sonst gehen halt einfach Posts unter. Und Facebook macht es einem sehr schwer, diese Einstellungen einzustellen. Weil es immer erstmal auf Relevanteste gestellt ist. Genauso wie es total versteckt ist, wenn man seinen Account löschen will. Ja, genau. Und dieses neueste Post angucken ist halt irgendwo total versteckt. Ja, und du musst erstmal hier in irgendein anderes Portal noch hin, also hier ins Hilfeportal und da kannst du, ach, so ein Quatsch, Ja, Alter. naja, die wollen halt unbedingt, Hab ich auch schon mal durch. dass du auf deren Seite bleibst, ne?
Aber Ja, Trüffel machen Geld. ich sehe halt das Problem einfach mit diesem relevanteste Post. Nee. Nein, die Folge ist noch nicht zu Ende. Zeig mir den Scheiß in chronologischer Reihenfolge, dann verpasse ich auch nichts. Ne? Ey, irgendwann mal habe ich diesen Button dann doch gefunden mit neueste Posts und habe dann auf einmal Posts gesehen von Freunden, von denen ich dachte, dass sie gar nicht mehr aktiv wären auf Facebook. Und ich denke mir so, was ist das für eine dumme Kacke? Ja. Ne? Und stattdessen zeigt mir Facebook Werbung an, irgendwelche Gruppen, zu denen ich... Ja, wenn du es schon kriegst, dann chronologisch, ne? Ja, genau. Dann irgendwelche Beiträge von Gruppen, in denen ich noch nicht bin, von denen Facebook aber denkt, ich würde vielleicht gern rein, was halt auch totaler Bullshit ist. Und das nervt mich. Es nervt mich einfach so hart. Warum kann die Standardeinstellung nicht neueste Post sein? Warum muss es relevanteste in Anführungsstrichen sein? Das ist totaler Blödsinn. Das ist eine maßlose Unterstellung oder Anmaßung oder was auch immer. Irgendwie Feed. Mir zu sagen, das sind die relevantesten Posts für dich. Oder wir glauben das oder keine Ahnung. Nee, eben nicht. Was ich noch ganz cool fand, war das Feature, dass man auch Favoriten hinzufügen kann. Also, wo man dann sagen kann, okay, ich will unbedingt Posts von den Seiten, von den Leuten oder so sehen. Aber ist ja auch nicht, also das kann es ja auch nicht sein. Das passiert übrigens auch bei Instagram ist das richtig eklig, weil bei mir ist es immer so gewesen, ich weiß nicht, ob da Leute relaten können, aber wenn ich die App geöffnet habe, wurde mir schon was angezeigt, so für eine Millisekunde oder für eine Sekunde. Ah, ja, kenne ich. Und es war ein Post, den ich vielleicht dann doch manchmal auch interessant fand und dann aktualisiert die sich aber. Und dann ist der Post weg. Ja. Und du findest das nicht mehr. Ja, und das ist auch voll das Problem, was ich damit habe. Ich denke mir so, gib mir das in chronologischer Reihenfolge. Es ist so ein Quatsch. Es ist so schlecht gemacht, ey. Ja, und ich verstehe auch nicht, also ich raff's einfach nicht. Also vielleicht sind wir auch... Ja, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ihr wisst überhaupt nicht, was ich will. Ja. Und ich denke mir so, okay, vielleicht ist das Userverhalten, ich weiß es nicht, aber vielleicht, ich denke mir, es wurde aufgezwungen von der Plattform. Bitte, Meta, arbeitet mal dran. Das Metaverse. So, ich habe jetzt eine grüne Tunika. Ja, nice. Ein Hemd gemacht für einen Abenteurer. Ja, das ist voll an Legend of Zelda angelehnt, würde ich mal sagen, ne? So, und jetzt habe ich nicht mehr mein Joja-Shirt an. Von der Konkurrenz. Ich fand mein Joja-Shirt schön. So, ich gebe jetzt erstmal die ganzen Geoden weg und dann muss ich zu Sandy. Mach das mal. Und dann noch schön in die Schädelmine, ne? Nein, ich muss zu Sandy. Ja, ich muss anscheinend auch zu Sandy. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, nee, deswegen Facebook, Metaverse, wie auch immer, justiert mal da wieder nach. Also, das ist halt auch so, wer entscheidet denn, was für mich am relevantesten ist? Mach das mal. Bei mir unten muss man auch, ich habe ja auch noch Fässer, die halt noch gar nicht genutzt wurden. Ah, stimmt, ich habe die Weinproduktion ja noch weiter ausgebaut. Ja. Das war richtig Money bekommen. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, Butch hat eine Stahlhacke. Cool. Ich habe meine Stahlhacke bekommen. Ja, habe ich doch eben schon gesagt. Warum sprichst du mir alles nach? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wir müssen noch viel mehr Holz. Ich brauche noch mehr Holz. Ja. Aber man kommt gerade zu nichts. Ja, es gibt gerade schon einiges zu tun. Weißt du, was ich noch nicht mag? Was denn? Oder was ich immer total arm finde? Arme? Nee, was ich nicht mag, ist, wenn in so Serien und Filmen, wenn da Leute Instrumente spielen und man sieht, dass die eigentlich gar nicht spielen können. Oh ja, finde ich ganz schlimm. Und das das tut immer schon richtig weh, wenn man das sieht. Und das will in meinen Kopf nicht rein. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt die neue Staffel Cobra Kai habe ich angefangen. Die an sich wieder halt total Cobra Kai mäßig ist. Und deswegen, also ganz gut. Aber das ist der eine Typ, wird halt in seiner ersten Szene am Klavier gezeigt, wie er da Klavier spielt. Oh. Und er spielt halt nicht wirklich. Und ich denke mir so, ja, dann lass doch einfach diese Stelle weg, wenn er gar nicht wirklich Klavier spielen kann. Ja, oder der soll es für die Szene lernen. Weiß ich nicht, macht was anderes oder lasst ihn irgendwie Musik hören. Das ging ja auch, ne? Ja, da gibt es Möglichkeiten. Setzt ihn da irgendwie hin mit dem Rotwein in der Hand, lasst ihn Musik hören und dann geht das doch auch. Ja. Aber doch nicht so dieses schlechte, gestellte Klavierspielen. Oder auch bei Gitarre spielen ist das ja ganz oft. Das ist ganz schlimm. Das ist einfach nur arm.
Ansonsten holt euch einen Schauspieler, der das kann. Ja, das denke ich mir halt auch. Also, entweder die müssen es halt für die Szene dann lernen, Ja. ist mir scheißegal, oder die holen sich Die machen jemanden. das bestimmt ganz gern. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber kenne ich auch. Und das regt mich auf. Und ich denke mir so, es gibt doch extra Leute am Filmset, die auf sowas dann achten sollten, müssten, keine Ahnung. Auch wenn irgendwelche Szenen irgendwo aufgenommen werden. Oh mein Gott, hat er die warte, ich hab Goldtafel ne- da liegen lassen? Butch, Alter. Ach, ich habe Sandy doch gar nicht kennengelernt. Oh, ey, der hat echt dieses krasse Artefakt da Kunde? liegen lassen. Ich raste aus. Hi, willkommen in Sandys Oase. Ja, willkommen. Geil. Hey, du siehst wie der neue Hofbesitzer aus, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sterntotal wieder. Seit Monaten. Der Okay. neue Oh, ich Hofbesitzer, bin so der die froh. ganzen Artefakte überall liegen lässt. Oh Mann. So, Okay, dann gebe ich jetzt mal den Schwarzbarsch. mach das mal. Plupp. Badabadabam. So, wir kriegen wir auch Obwohl, 150. jetzt kann er Schön. jetzt kann er das Ach Artefakt gut, der heißt noch Sandy einsammeln. kennengelernt und gleich Sammel angefreundet. das ein. Oh, zum Glück. Oh, Was kostet denn das? was 50? kostet das? 500? 500 war's. Kann sein. Also ich habe voll viel Zeug dabei. Ja, weil du dein Inventar nie ausleerst, Nee. du Dulli. Wie ich gerade gesagt habe. Ich habe ganz viel Zeug dabei. Oh, ey, schön die Kohle. Also, vor allem, du hast jetzt Geld Außerdem bin ich ausgegeben. überhaupt nicht stark genug für die Schädelmine. Du hast jetzt Geld ausgegeben, um den Bus zu benutzen, um den Schwarzbarstein zu bringen, um so ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann gehst du nicht mal in die Ah, Schädelmine, Alter. Oh, Butch, ey. Genau, du darfst. Wirtschaft. Ich bin fertig. Wirtschaftsminister Butch, Alter. Ja, das machen wir öfter. Ja, nee, machen wir lieber nicht öfter. So, jetzt habe ich hier anscheinend ganz schön Stimmt. viel erzählt. Ich weiß aber nicht was. Ich habe zwar den alten Themenzettel hier liegen, aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich dazu überhaupt richtig gekommen bin. Oh, das ist so peinlich, ey. Was ist peinlich? Ach so, ich habe erzählt, dass ich irgendeinen Film, irgendeine Serie, da habe ich auch so eine Szene entdeckt oder gesehen, wo eine Marching Band gespielt hat. Und der Sound hat mit dem, was man gesehen hat, überhaupt nicht hingehauen. Also so überhaupt nicht. Und sowas finde ich immer dann richtig schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Genau. Genau. Ganz genau so. Dann, Ganz genau so. Absolut richtig. ja, weiß ich nicht. Es gibt doch Leute, deren Job ist es, wie heißt denn das? Solche Continuity-Leute, die dann auch so gucken, ob Uhren richtig gehen. Ja, in vor allem den ist das ja Szenen. auch kein Problem. Nee, natürlich nicht. Weil man schreibt doch irgendwie ein Drehbuch oder ein Skript und manchmal, klar, es gibt manchmal so Änderungen oder manchmal darfst du die Musik nicht mehr benutzen etc. Das gibt es ja auch zum Beispiel bei Scrubs. Scrubs findest du ja auch nicht mehr. Nicht? Genau. Achso. Ja, nee, aber keine Ahnung. Ich finde sowas schon irgendwie ein Stück weit peinlich. Ja, weiß nicht. Ja, ein bisschen schöner. Gebt euch Mühe. Ja, genau, ja, gebt euch einfach ein bisschen Mühe. Das ist die Lösung für alles. Und ja, die Leute sehen sowas, ne? Das kann man mich nicht irgendwie damit Ja, man sieht es ja an uns beiden. Wir reden gerade darüber. wie nennt man das? Abfrot. Abtun, genau, irgendwie sowas, dass man sagt, ach, das kriegt doch keiner mit und Leute, doch, Ja, doch. wir kriegen das mit. Ja, 2 Dullis, die hier Stardew Valley spielen, die kriegen sowas mit. Gut, man muss sagen, wir sind auch ein bisschen vorbelastet, weil wir halt beide Ja. Musiker sind, würde ich mal sagen. Aber, Ey, wir haben vor allem 1300 Abos und der Server hat die Verbindung beendet. Ich bin schon wieder rausgekommen. Scheiße, schon wieder. Ich war gerade angeln. Ja, Ja, irgendwie ist heute komisch. Aber das Wetter Ja. ist draußen auch echt nicht gut. ach so, das Wetter. Was? Oh Mann. Manchmal hat das so ein bisschen Einfluss. Was? Naja, ich glaube, die Zeiten sind langsam rum, wo schlechtes Wetter Einfluss auf Genau. das Internet hat. Wir haben ja quasi keine Oberlandleitung. Ja, was habe ich Ihnen jetzt an der Stelle noch erzählt? Ey, keine Ahnung. Ich reite halt einfach ein bisschen durch die Stadt bei schlechtem Wetter. Und durchsuche anscheinend die Mülltonnen. Und danach fasse Wir ich... haben immer noch nichts davon. Was, haben wir immer noch nichts davon? Ach, ich freunde mich so ein bisschen mit den Leuten an, indem ich Diamanten verschenke. Weil alle mögen Diamanten. Aber ich muss auch sagen, ich merke mir nicht gut, was die Leute mögen und was sie nicht mögen. Also außer solche... Wir beide. Oh, das ist eine gute Frage. was, wir beide?
Ach, wofür wir beide Werbung machen könnten. Das habe ich da gefragt. Wofür könnten wir Werbung machen? Also, wofür stehen wir? Wofür könnten wir uns das vorstellen? Wofür wäre das dann auch ehrlich? Naja, das gibt's ja so nicht mehr, sondern es gibt ja immer... Was gibt's so nicht mehr? Werbung? Die gibt's noch. Ich sehe das zum Beispiel bei den Super Carlin Brothers. Die haben eine Kooperation Ja. mit, Ja. oh, wie heißt denn das? Ja. Betterhelp.com oder so. Sagt mir überhaupt nichts. Da geht es vor allem darum, da Ja. geht es vor allem um Therapie und so weiter, ne? Okay. Dadurch, dass du irgendwie hast quasi so einen Online-Therapeuten, glaube ich. Sowas ist das. Okay. So, weil es ist relativ mühselig manchmal an eine Therapie zu kommen. Mhm. So Psychotherapie oder was auch immer. Und Ja. mit BetterHelp brauchst du halt auch nicht aus dem Haus gehen, was das manchmal auch ganz, was auf jeden Fall den ersten Schritt um einiges einfacher macht für viele, die halt sehr introvertiert sind oder mit Depressionen zu kämpfen haben, die sowieso den ganzen Tag dann manchmal am Rechner sind und so. Sowas zum Beispiel, was cool ist, was halt nützlich für die Menschen ist, weißt du? Ja. Ansonsten natürlich irgendwie so Gaming-related. Schön Raid Shadow Legends, ne? Da gäbe es bestimmt ein paar Sachen. Oder, Wenn die einen guten Preis machen. oder hier, was ist das noch? Top War und Hero Saga natürlich. War. Nee, mir was wurde weiß ja auch ich. mal so eine Ja. ich glaube, wir hatten hier drüber gesprochen und zwar wurde mir von irgend so einem Ah ja, diese Süßigkeiten Menschen oder so. Plan, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, wurde mir angeboten, hey, hier kannst du uns Werbung machen irgendwie und dann vielleicht kriegst du, vor allem, ja genau, dann musst du, also du kaufst dir ein Ding, machst darüber Werbung und dann vielleicht beim nächsten Mal kriegst du es dann ein bisschen billiger. Ja, Alter. Richtig. Wenn genug Leute irgendwie dann über deinen Link das kaufen. Und ich dachte mir, habt ihr einen Arsch offen? Und das Problem ist, ich habe Leute gesehen, die das gemacht haben. Oh Mann. Und dachte mir, seid ihr Idioten? Alter, das ist doch keine Kooperation. Ihr verkauft euch, also die Ja, direkt die Seele verkauft. Tja. Nein! Okay, aber Ja, da habe ich doch. schon mal drüber gesprochen, da brauche ich mich jetzt nicht nochmal Ja, aufregen. also hier oben in Das der bringt Infocard ist die Folge Genau. mit der komischen Werbung. Das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Ich mache schon wieder, Alter, jetzt komme ich, dadurch, dass ich immer rausgeworfen werde, Ja, was ist dadurch? ist das immer total den Anschluss, was ich hier eigentlich gerade mache. Na, ich glaube nicht, dass das daran liegt. Egal, Angeln ist immer gut. Also, das hat auch bisher immer ganz gut funktioniert, wenn du nicht Und, disconnected wurdest. Nee, also wenn, dann sollte das schon eine Kooperation sein. Das heißt, wir machen Werbung, wir kriegen Geld. Und nichts anderes als Geld. Ja gut, oder halt irgendwelche, So Sachen. läuft das. also, wenn wir jetzt Werbung für ein Mikro machen, Ja, bei Produkte bin ich auch immer noch so ein Ding, habe ich nichts von. Nicht wirklich. hey, na klar. Also es kommt auf das Produkt, klar, auch. ja, Aber also gerade so, wenn es jetzt heißt, ey, testet mal dieses Mikrofon, Naja. ey, warum nicht? Also das könnte ich mir auch vorstellen. Das fände ich auch nicht mal verwerflich. Also, oder was weiß ich, ja, so Equipment halt testen oder dafür, also, aber auch nur, Das stimmt. nur Werbung machen, wenn auch wirklich, wir Laptops und so gesponsert bekommen würden, also das wäre, ja, kommt auch wieder auf die Laptops drauf an, ne? Ich würde jetzt auch nicht für jeden Laptop per se Werbung machen, weil wenn der schlecht ist, dann mache ich Genau. dafür auch keine Werbung. zu beiderseitigem Vorteil. Ja, So, alles andere ist Quatsch. aber auch Vorteil für die End-User. Und da lasst auch bitte die Finger von, wenn ihr irgendwie vorhabt, mal im Internet ein bisschen was zu machen und ihr macht irgendwie Instagram oder ihr macht Twitch oder YouTube oder sonst was und irgendwer kommt zu euch und meint so, hey, hier kriegst irgendwie einen Code und dann musst du das aber selber erstmal kaufen. Wenn irgendjemand zu dir ankommt und quasi eine Kooperation mit dir machen will, du aber selber erstmal dafür Geld ausgeben musst, ja, dann direkt lass weg. das. Das ist Ja. Quatsch. So funktioniert das nicht. Ja, lass da definitiv die Finger von. Sowas darf nicht unterstützt werden. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ah, ich schlaf ein, du. Es ist schon ganz schön spät, du Scheiße, Idiot. schaffe ich das? Nee.
Schaffst Oh, du ich nicht. schaff's. Nein, ich bin vorm Trottel. Haus. Vorhin, anstatt du in mein Haus bin vorm Haus zusammengebrochen. gegangen wärst. Oder in Bolles Haus. Mann, Ich glaube, ich Butch, hätte ey. lieber in dein Haus gehen sollen. Ja, sag Das ich wäre ja. näher gewesen. Ja, sag ich ja. Na gut. Dann ist die Folge Naja. auch gleich wieder um. Ja, das war jetzt nicht so erträglich. Hm, Aber egal, die Folge ist vorbei. das ist absolut richtig, habe ich eben schon gesagt. Also wachen wir in der nächsten Folge wieder auf und dann ist das, als wäre nie was gewesen. Naja, minus ein paar tausend G. Genau. Ansonsten könnt ihr auch schon mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch vorstellen oder was könntet ihr euch vorstellen, wofür wir Werbung machen. Also ihr müsst da kein genaues Produkt nennen oder sonst was oder Firma, aber einmal so eine allgemeine Sache. Wofür könnten Butch Bob 42 Werbung machen? Für Butch Bob 42 vielleicht. Für Pringles. Einmal gebutscht, nie mehr gebobbt. Oh, ey, für Pringles würde ich machen. Einmal gebobbt, nie mehr gebutscht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß. Ja. Ich auch. Ja. Ich auch. Also, Ne? Also wenn ihr das hier hört, hier Pringles oder wie auch immer die Firma heißt, wir sind am Start. ich hätte auch schon einen Werbespot Echt? ich hätte auch schon was im Kopf. Ich glaube, das hat er mir noch gar nicht gesagt. Ja. Also kommt gerne mal an uns ran. Wir machen da was. Ja. Also, ich esse einfach die Pringles. Das ist mein Plan. Nein. Doch. So, okay. Ja. Na gut, dann Haut rein. Tschüss. tschüss. Dann freue ich mich schon auf die 3. Folge nach Vertonung. Bis dann.